Hallo liebe Leute, mein Name ist Chris von Just2D Interactive. Wir haben zusammen das Computerspiel Drover Forsaken Kin entwickelt und hier bei Behind the Pixels wollen wir eure Fragen beantworten und heute sprechen wir über den heiligen Gral der Spielentwicklung, das ist Community Feedback. Ich freue mich drauf. Ja, Hallo. deswegen. Ich freue mich, dass du dabei bist, Johannes, denn wir beide haben uns natürlich sehr viel darum gekümmert. Und heute geht es so ein bisschen darum, wie wichtig ist es überhaupt in der Community zusammenzuarbeiten. Und da würde ich dich mal fragen, was würdest du denken, wie wichtig ist es? Ja, ich glaube, man entwickelt ja ein Computerspiel und na klar entwickelt man ein Spiel auch, weil man das Spiel vielleicht selber gerne spielt, aber man darf ja nie vergessen, man selbst ist der Entwickler, die Entwicklerin, aber da draußen sind die Leute, die spielen ja eigentlich dein Spiel und die müssen Spaß dabei haben, die müssen das Spiel mögen und deswegen ist auch wichtig, dass man deren Meinungen, deren Gefühle abholt, mitholt, einsammelt, wie auch immer, und dann halt verarbeitet und mit in den Spielprozess, in den Entwicklungsprozess mit einbaut. Ich finde es auch da ganz interessant, wenn du Softwareentwicklung normal anguckst, ist es oft so, dass du einen Kunden hast und du arbeitest ja für den Kunden etwas aus. Ne? Jetzt haben wir natürlich den Luxus, dass wir uns unsere Kunden selber aussuchen dürfen, in dem, was wir für ein Spiel entwickeln. Aber ich sehe es genau wie Johannes, am Ende zahlen die Kunden für uns das Geld, dass wir unsere Miete zahlen können. Und deswegen muss man auch realistisch sein, auch gerade in künstlerischen Berufen, auch wenn man Bilder malt oder irgendwas anderes macht, du brauchst halt einen Abnehmer für dein Produkt. Und da geht es schon darum, dass man halt guckt, was habe ich für eine Zielgruppe und wie reagiert die auf mein Produkt, auf mein Spiel und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir uns halt was ganz Interessantes ausgedacht. Wir haben zum Beispiel damals am Anfang unserer Entwicklung einen Prototypen entwickelt, was wir auch in einem Video, was ihr hier sehen könnt, dann könnt ihr euch genau angucken, was wir über Prototypen meinen. Aber da wir haben auf jeden Fall einen Prototyp entwickelt und da haben wir uns das Feedback von der Community geholt, um eine Basis festzulegen, worüber wir reden können. Das war mir wichtig. Ich habe gesagt, hey, wenn ihr Feedback geben wollt, spielt die Demo, dann wisst ihr, was wir für ein Spiel machen und dann können wir reden. Sonst spielt erst die Demo. So, darauf kann man Feedback geben. Dann haben wir so einen Nenner, so erstmal, worauf wir reden können. Ne? Weil jeder kann ja, ich finde, das beste Beispiel ist immer, dass man sagt, oh, Drover, voll cool, ich würde es auch voll geil finden, wenn ich Schusswaffen hätte. Dann würde ich sagen, okay, Digga, spiel erstmal die Demo und dann kannst du mir Feedback geben, weil das ist Bullshit. Sorry, so, ne? Das passt nicht so. Also mit Schusswaffen meine ich so, Schießwaffen so, ne? Das passt einfach nicht in die Welt, das passt nicht ins Worldbuilding, das ist halt kein gutes Feedback und das bringt mir nichts. Und deswegen spiel Drover, guckst dir an, auf den Nenner können wir halt reden. Dann natürlich geben wir als Entwickler vor, was für ein Gerüst wir haben, was für ein Fundament wir haben. Das ist ja unsere Vision, unsere Idee. Wenn es dir gefällt, dann bleib mit im Boot. Wenn nicht, dann such dir ein anderes Spiel. Und wenn du im Boot bist, dann kannst du Feedback geben. So, ne? Das war so unsere Vision, ne? Genau. Und da kann man ja schon so ein bisschen so erahnen, okay, klar, wenn mir jemand etwas sagt über unser Spiel, na klar ist es Feedback, aber wir müssen es dann natürlich auch einordnen, ist es, ich sage jetzt mal, gutes Feedback, oder ich sag mal Feedback, was wir gut verwenden können, genau. Und auch Feedback, was man eher, wo man sagt, na okay, so richtig können wir das nicht verwenden. Und ja, wir gucken uns natürlich auch immer alles an und dann kategorisieren wir das und dann, so wie du gerade meintest, ne, gibt es natürlich auch Feedback, wo wir sagen, na okay, so richtig können wir es jetzt nicht verwenden, wogegen es auch Feedback gibt, wo wir denken so, boah, richtig gut gepinpoint, richtig gut erwähnt, können wir richtig gut in den Prozess mit reinnehmen. Ja, ich würde schon sagen, all in all ist Drover zu dem geworden, was es heute ist, auch wenn man das so in die Floskel klingt, das sagen ja viele, aber es ist wirklich durch die Community. Ja, auf jeden Fall. Denn uns war relativ klar, dass wir ein Produkt erschaffen wollen, was wir teilen wollen auch. Ne? Das heißt, haben damals, als wir die Vision-Demo gemacht haben, es war 2021, haben wir auch mit TikTok angefangen, mit Twitch angefangen und wir haben sofort Source-Code gezeigt. Wir haben gezeigt, was wir gerade machen, woran wir gerade arbeiten, was für Gegner wir einbauen und wir haben auch mit der Community gesprochen. Denn wir waren zum Beispiel immer regelmäßig bei Twitch Live und haben Drover entwickelt und da haben Leute auch Input gegeben. Ich habe ganz viele Quests, ganz viele Charaktere sind Input von unserer Community. Ja, genau. Ich erinnere mich immer noch in die Tage, so ich saß drüben im Büro, Chris war mit dem Stream fertig. Chris kommt so rüber, ey Johannes, im Stream, ich habe gerade mit den Leuten geredet, so, wir müssen uns die Quest nochmal angucken. Das war richtig gutes Feedback, was wir da bekommen haben. Ja, genau. Und dann sind neue Meetings darüber entstanden. Genau, weil das war auch sehr wichtig, weil irgendwann entwickelt so eine Betriebsblindheit auch, weil du denkst, weiß ich, oder auch eine Unsicherheit auch irgendwie. Ja. Oh, kommt das gut an? Ist das gut? Macht das überhaupt Spaß und so weiter? Weil es war für uns ja auch das allererste Projekt und ich sag mal so, ich habe jetzt keinen Lebenslauf, der 30 Jahre Quest-Designer ist, sondern es war mein erstes Spiel und meine ersten Gedanken im Kopf so. Und da war Unsicherheit mit dabei, aber irgendwie auch Selbstbewusstsein und dass man stolz war und gerade auch durch die Streams, die wir hatten, das hat uns mehr gegeben. Es hat uns einmal es hat mir Kritik gegeben, hey Chris, das ist noch nicht gut, guck dir das nochmal an, hey, die Leute verstehen es nicht. Oder aber auch, hey, das ist voll cool, was das ist. Und da bin ich mit einem Lächeln rausgegangen und dachte so, oh, ich bin ein geiler Typ. Ist doch auch schön, dass man so ein Gefühl hat und dass man sich darüber freut, ne? Und ich glaube, das war bei dir halt auch so. Ich habe dich auch ganz oft lachen gehört oder du warst auch, also, oh, es macht gerade voll Spaß. Und es gibt dir auch Motivation, ne? Ja. Das ist schon extrem wichtig, dass man
das halt irgendwie zusammen macht mit der Community und man teilt das ja auch mit der Community so, ne? Genau, was wir dann gemacht haben, wie gesagt, wir haben dann immer im Laufe der Entwicklung, das wird 2021, 2022, 2023, immer waren wir waren ja 4 bis 5 Mal die Woche bei Twitch live und haben alles immer gezeigt, haben bei TikToks alles gezeigt, haben Fragen beantwortet auf dem Discord und so weiter. Und dann kam das Jahr 2024 und da kam das erste Mal die intensive Community-Arbeit. Also davor war es auch schon intensiv, aber dann kamen unsere Closed Betas raus. Was sind denn Closed Betas, Johannes? Genau, Closed Betas ist, also wir haben das so definiert, dass wir wirklich Leuten Zugang zu einer Vorabversion geben, zu einer Beta-Version. Und das ist ein kleiner Kreis. Bei uns war es immer so zwischen 10 bis 20, vielleicht 25 Leuten, die Zugang hatten. Und die hatten wirklich Zugang zum kompletten Spiel. Also da war wirklich nichts rausgenommen, nichts war entfernt. Die haben wirklich das Spiel in dem Zustand gesehen, wie es gerade ist, mit allem, was wir haben, mit allem, was vorhanden ist von unserer Seite. Und die konnten das Spiel spielen. Und darauf, glaube ich, war zum ersten Mal, wo wirklich Feedback in der Form bekommen haben, die wirklich nicht nur einzelne Teile des Spiels betrifft, sondern die wirklich das Spiel in seiner Gesamtheit beinhaltet. Das war, glaube ich, da zum ersten Mal das Feedback. Ich habe schon geschwitzt. Und du? Ich auch. Also ich glaube, das war echt so die erste Feedback-Phase, so, ne? Ja. Weil ich glaube, man arbeitet viel hin und so ein Rollenspiel ist natürlich auch sehr komplex, sehr groß und so weiter, ne? Und funktioniert das Worldbuilding, funktioniert das Ganze. Das heißt, es ist ja auch viel so eine Gefühlssache. Du gehst in die Welt rein und das Spiel muss dich halt mitnehmen auf vielen verschiedenen Bereichen, vielen verschiedenen Ebenen. Und ich glaube, das war so eine Phase, wo wir sehen oder wo wir erst sehen konnten, geht der Plan auf oder geht der Plan nicht auf. Ja, das war echt so. Also muss man ganz ehrlich sagen, wir hatten keine Ahnung, ob es aufgeht. Ja. Also, ob die Leute ihr kennt das selber, wenn man sagt, oh, du gehst den Gang lang und dann soll es gruselig sein, dann kommen da irgendwelche Geräusche von rechts, ne? Und dann guckst du den Spieler an, lalalala, und geht einfach vorbei. Ich sag, oh, okay, what the fuck, so Beispiele halt. Ja. Aber es hat funktioniert, ne? Also, das Feedback die Leute waren verzaubert. Ja, es war schon sehr, sehr positiv, was da kam. Und ich denke mal, sie haben auch sehr, sehr gutes Feedback genommen. Ja. Und wenn ich so zurückblicke, so an unsere erste Closed Beta, wir haben echt auch noch viel verändert. Wirklich sehr, sehr viel. Also so grundlegend die Quest, das Kampfsystem, das ist halt wirklich alles geblieben. Das war halt alles schon, sage ich mal, Top-Fundament und auch schon weiter. Aber da haben wir überall noch Polishing mit betrieben. Und das hat uns wirklich, wirklich, wirklich den Arsch gerettet. Deswegen gehen ganz doll Props und ganz viel Liebe raus an die Closed-Beta-Tester und Testerinnen, die das gespielt haben. Unglaublich toll. Und deswegen, ich finde es auch immer persönlich wichtig, dass man das auch ehrt, was sie getan haben. Denn das sehe ich nicht als selbstverständlich an. Das habe ich auch nie als selbstverständlich angesehen. Deswegen haben die natürlich alle auch Drobe umsonst bekommen. Die haben alle auch in den Credits erwähnt und alles dran. Weil diese Anerkennung muss wirklich sein, weil das ist nicht selbstverständlich, dass es wirklich so tolle Menschen draußen gibt, die uns so geholfen haben. Und da freue ich mich immer wieder, darüber zu reden. Ne? Genau. Und weil die auch einfach viel gespielt haben. So. Die haben einfach geballert. Einfach viel gespielt. In 2 Wochen da 40, 50 Stunden reingesteckt. Mehr sogar. Krass, ne? Und wir haben unglaublich, mit ganz vielen Leuten haben wir heute auch noch Kontakt und das sind einfach coole Leute. Und ich sage auch immer so, wahrscheinlich wenn du das da auch hinschaust, unser gemeinsamer Nenner ist, dass wir Rollenspiele mögen. Und das ist doch so schön, dass wir alle so einen gemeinsamen Nenner haben, worüber wir zusammen reden können. Das ist das, warum ich es liebe, auf Twitch auf Live zu klicken, warum ich es liebe, Videos hochzuladen, warum ich es liebe, Spiele zu entwickeln. Und ich liebe es, auf Conventions zu gehen, wir sind auf GDC und da treffen wir einfach geile Rollenspiel-Nerds und mit denen so sind wir auch. Und wir wollen einfach schnacken über Spiele, das ist doch geil. Und das liebe ich. Und da kriege ich ein Lächeln auf den Lippen und das ist das, was wir da auch gemerkt haben. Und deswegen, wie haben wir das denn gemerkt? So die nächste Frage, wie haben wir denn das Feedback überhaupt bekommen? Also was gibt es denn da überhaupt für Pipelines, die wir definiert haben, um mit unserer Community zusammenzuarbeiten? Genau. Wir können das immer so ein bisschen, mir fallen jetzt gerade so 3 Punkte ein. Der erste Punkt ist, wir haben ja schon mal über unser Bug-System geredet, vielleicht in der Folge. Genau, aber das haben wir auch genutzt für Feedback halt. Das heißt, genauso wie man einen Bug melden konnte, bei uns auf F2 dann eingeben konnte man es auch für Feedback machen. Das heißt, die Leute konnten mit dem Spiel waren, auch irgendwie fühlt es sich komisch an oder irgendwie so feedbackmäßig, ja, das hätte ich gerne oder das fühlt sich für mich noch nicht so rund an. Haben sie F2 gedrückt, haben schnell ihr Feedback eingegeben und dann haben wir gleich die Stelle bekommen, wo das im Spiel war, weil so ein Open World ist groß und deswegen war ganz gut, dass man weiß, wo das Feedback aufgetreten ist. Finde ich persönlich auch besser, als wenn man immer, ich schreibe mir das auf und dann sage ich das später einfach F2. Genau. Und das Zweite ist, wo Schreiben da ganz sinnvoll ist, ist für so einen allgemeinen Eindruck vom Spiel. Ne? Wie hat das Spiel jetzt gefallen und so, da haben wir auch Fragebogen vorbereitet. Da konnte man einerseits bewerten 1 bis 5 oder man konnte abfragen, welche Waffe hast du genommen, hast du Magie genutzt, was hast du primär genutzt, Nahkampf, Fernkampf, wie auch immer. Solche Sachen haben wir abgefragt. Und das Dritte ist, wir haben mit den Leuten auch einfach geredet. Wir waren mit denen zusammen im Discord und haben gefragt, guck mal Leute, wie fanden es? Und dann kann man mit dem halt wirklich mal in direkten Gespräch, weil ich denke mal so mit Sprechen kann man doch noch mal ein paar mehr Feinheiten einfach herausfinden, als jetzt so, wenn man jetzt Texte nur schreibt.
Oder auch manchmal so ein bisschen kitzeln, ne? Also, hey, Genau, was genau. meinst du denn damit und so weiter, ne? Genau, das waren so ein bisschen die Punkte. Was noch ein Punkt ist, womit wir sehr viel indirekt getestet haben, ist zum Beispiel, dass wir Analytics laufen hatten. Ah, ja. Und da haben wir zum Beispiel getrackt, wo ist ein NPC langgelaufen. Also wir hatten eine Heatmap von der Map, wann was gelootet worden. Wir konnten sehen, wo er langgelaufen ist. Ja. Wir haben gesehen, was er gelootet hat, wie er gelootet hat, gegen wen er gekämpft hat, wo er gestorben ist. Wir konnten dann eine Heatmap aufstellen, wo an welcher Stelle sind viele Leute gestorben, um zu gucken, okay, das ist vielleicht zu schwer. Und da hatten wir wirklich relativ viele Daten und das ist auch ein spannendes Thema, worüber wir mal reden können. Wie geht man mit den ganzen Daten um? Weil das klingt immer so cool, ja, mach doch mal eine Heatmap und dann hast du irgendwann 15 Heatmaps, die dir irgendwie alles zeigen. Du musst sie interpretieren, du musst sie auslesen. Das heißt, mit Daten so wirklich zu hantieren, ist gar nicht so einfach. Aber das hat uns auf jeden Fall geholfen zu sehen. Zum Beispiel haben wir gesehen, das Holzfällerlager fängt man hier an. Da haben zum Beispiel ein paar Leute die obere Stelle nicht gefunden oder so. Okay, wollen wir, dass sie das finden? Dann können wir da zum Beispiel ein bisschen leichter machen. Oder danach zum Beispiel der erste Ripper, der kam. Da sind zum Beispiel alle gestorben. Okay, vielleicht placen wir nicht 18 Ripper dahin, sondern nur einen. Sowas in der Richtung halt irgendwie. Ja, genau. Und das konnten wir echt relativ cool uns anschauen. Vor allem auch, wie oft sterben die Leute und wann sterben sie. Zum Beispiel haben wir einen Change gemacht, dass man, wenn du das Rotmoor reinkommst, das sind diese Blutkritos oder wie die heißen. Ja. Und da sind relativ viele dran gestorben. Und die haben wir dann nochmal arttechnisch iteriert, dass sie auch ein bisschen anders, oder damit sie gefährlicher aussehen, weil ich glaube, viele Leute hatten damals auch das Feedback, dass die genau wie die andere Libelle aussah, die man ja ganz am Anfang trifft. Und dadurch dachten die, oh ja, die kann ich umkloppen, gar kein Problem. Und dann haben sie aufs Maul bekommen, diese what the fuck so. Und deswegen haben wir sie nochmal arttechnisch iteriert. Das ist ein guter Punkt, was du ansprichst, so, ne? Weil das ist ja auch immer so ein bisschen Interpretation von Feedback und so weiter, ne? Weil wir haben jetzt ja gesehen, okay, die Leute sterben viel an den Blutfliegen, so. Heißt es jetzt, wir müssen die schwächer machen? Ja, oder heißt es so, müssen wir die jetzt grafisch überarbeiten, weil man vielleicht ein paar Angriffe oder man die Gefährlichkeit nicht gesehen hat, ne? Ja. Ist ja auch immer so ein bisschen Kniff. Und sowas findet man vielleicht auch noch eher im Gespräch heraus, als so über reine Stats-Analytics halt, ne? Ja, wir hatten auch sehr viele Gespräche, um genau darüber zu reden, weil das hätte uns auch nicht geholfen. Aber wir haben es geschafft. Ich glaube, wir sind ganz zufrieden mit Rover geworden. Und wie gesagt, das geht auch ganz viel Props an die Community raus. Wir haben auch Quests zum Beispiel mit der Community bei Twitch zusammen ausgearbeitet. Und das war auch gut. Wir haben so einen Contest gemacht, wer die beste Quest-Idee hat, die bauen wir dann live bei Twitch ein und so weiter. Es gibt ganz viele Easter Eggs auf unsere Community in Rover selber drin. Das heißt, wer bei Twitch uns verfolgt hat, wird ganz viele Easter Eggs finden, die nur er interpretieren kann. Die haben wir für die Community eingebaut. Und ich glaube, das ist auch eine Stärke von Rover, dass wir wirklich ganz viele schöne Easter Eggs drin haben. Zum Beispiel einen Steinwein-Whisky haben wir ja eingebaut. Genau. Ne? Aber mit der Community zusammen eingebaut. Okay, Johannes, das war's so ein bisschen zu dem Thema. Da kommen wir jetzt zur fiesen Frage. Gab es irgendwann mal jemanden, der dich genervt hat von der Community? Ich glaube direkt nicht, aber ich glaube, es gab eine Person, die hat immer viele Bugs reportet, die ich dann immer bekomme oder Feedback so, ne? Das waren zum Beispiel größtenteils KI-Fehler oder so weiter, ne? Die war auch gut, dass die gefunden worden sind, ne? Aber irgendwann denkt man so, ach nee, nicht schon wieder und so weiter. Und dann musste man wieder ran an das System und so. So ist es halt nur manchmal. Ne? Also gar nicht auf Personen gemappt, sondern eher dann. Es gab tatsächlich 1, 2 Personen, die haben in dem Bereich wirklich viel reported. Da freut man sich ja eigentlich drüber, aber irgendwie denkt man auch wieder, Alter. Richtig. Eigentlich freust du dich so, cool, er hat noch eine Stelle gefunden und so, ne? Aber manchmal denkst du dir so, ach nee, nicht schon wieder, weißt du, Gleiches nochmal, du musst wieder ran und so, ne? Ich glaube, es ist dann eher so eine Frustration auf sein System und nicht auf die Person. Nee, das auf jeden Fall nicht, ne? Auf das System, ja. Okay, liebe Freunde, wenn euch das gefällt bei Behind the Pixel, schreibt eure Fragen auf jeden Fall drunter. Wenn ihr welche habt, lasst ein Like da, Abo nicht vergessen, freut uns sehr und damit sind wir raus und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Ich verabschiede mich, Chris und Johannes. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Sometimes an outsider is needed to remember the Forsaken King.